Dann geht's los mit The Future of Production in 90 Seconds, wie das in so einem Slogan so schön heißt zur heutigen Veranstaltung. Das heißt, jetzt werden die ersten Aussteller hier auf die Bühne gebeten, hintereinander. Es wird natürlich angesagt, wer zuerst drankommt und welche Firma das ist. Und wir freuen uns jetzt auf die 90 Sekunden, die auf uns jetzt zukommen jeweils, mit den neuen Produkten und Innovationen, die die Aussteller uns jetzt gleich präsentieren werden. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich. Und dann würde ich gerne Herrn Alexander Welker von Alfred H. Schütte GmbH und Co. KG auf die Bühne bitten. Vielen Dank. Hallo? Okay. Der Timer ist da? Gut, dann fange ich mal an. Ja, seit über 140 Jahren verkauft die Firma Schütte hochpräzise Werkzeugmaschinen. Und in dieser Zeit haben wir es immer wieder geschafft, Standards für Präzision und Geschwindigkeit zu setzen. Und dies ist uns auch mit der 105 Linear-Schleifmaschine wiedermals gelungen. Die Idee der Schleifmaschinen entstand vor 105 Jahren daraus, dass wir eine Maschine entwickeln wollten, die unsere, ich sag mal, werkzeugfressenden Drehautomaten, die wir entwickeln wollten, die Werkzeuge dafür produzieren konnte. Und auf diese Kernkompetenz greifen wir zurück. Und die 105 Linear ist nämlich die optimale Maschine zur Produktion von Schaftwerkzeugen und Profilplatten. Egal ob Losgröße 1 oder 10.000, die 105 bringt diverse Vorteile. Einer davon wäre die homogene Materialverwendung sämtlicher Strukturbauteile, die der Maschine eine extreme thermische Stabilität verleiht im Vergleich zu anderen Marktbegleitern. Aber wir haben auch neu gedacht und die Geometrie der Schleifmaschine so entwickelt, dass wir in der Lage waren, den Kraftfluss der Maschine um 33% zu reduzieren im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern. Letzten Endes führt dies dazu, dass die 105, oh Gott, die 105 in der Lage ist, schon ab dem zweiten Werkstück ein Verkauf... Herr Welker, ich muss Sie leider unterbrechen, die 90 Sekunden sind rum. Ach, so schnell. Aber ich glaube, Sie konnten schon sehr, sehr viele interessante Punkte unterbringen, sodass wir uns ein Bild machen konnten. Ich sehe, die VDW-Uhr tickt schneller als meine. Entschuldigung. Ja, genau. Vielleicht sollte ich es nochmal dazu sagen, hier unten sieht man die Uhr. Das habe ich eben gerade nicht dazu gesagt, aber vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Sie können mir das Mikrofon retten. Gut. So, als nächsten darf ich Joachim Jeckel von Anker Europe GmbH begrüßen. Mein Name ist Joachim Eckel. Mein Name ist Joachim Eckel. Ich arbeite für Anker. Wir sind ein australischer Maschinenwerkzeughersteller und wir sind ein Familienunternehmen und führend in der Branche. Wir haben bei der EMO auch unsere erste Schleifmaschine 1991 vorgestellt in Paris und seitdem haben wir mehr als Zehntausende dieser Maschinen produziert. Also, wir wollen auch dieses Mal interessante Innovationen bei der EMO vorstellen. Zunächst einmal, die Ultratechnologie ist eine Technologie, die vor kurzem erst eingeführt wurde und dabei geht es hauptsächlich darum, dass wir mit unserem Maschinenwerkzeug tatsächlich auch eine einzigartige Nanometersteuerung und ein Präzisionspaket auch mit sich bringt. Das bedeutet, dass man 10 bis 100 Mal genauer schleifen kann, als das vorher möglich war. Bei der EMO führen wir das jetzt auf das nächste Level. Sie sehen hier vielleicht dieses Werkzeug. Das ist ein Mikrowerkzeug, das zum Beispiel in der Uhrmacherindustrie eingesetzt wird, in der Medizintechnik. Und das ist sehr, sehr schwierig, das so akkurat, so präzise zu schleifen, wie es nötig ist. Aber mit dieser Nanotechnologie, mit dieser Nanometersteuerung erreichen wir wirklich eine neue Präzision hier. 15 Sekunden. Also kommen Sie auf unseren Stand, schauen Sie auch unsere Automatisierungslösung an, die wir bei der EMO vorstellen werden. Und wir haben auch 2 Weltpremieren, die ich jetzt leider noch nicht mit Ihnen teilen kann, aber wir sehen uns in Halle 6.
Thorsten Delfs darf als nächster auf die Bühne von Balluff GmbH. Guten Morgen. Können Sie sich vorstellen, was dieses kleine Ding heute alles schon für mich gemacht hat? Es hat mich geweckt, es hat mir das Wetter gezeigt, damit ich weiß, was ich anziehen muss. Es hat mir gesagt, wann ich los muss, damit ich zeitig hier bin. Es hat mir gesagt, wann mein Puls zu hoch ist. Es zeigt mir sogar Nachrichten von meiner Frau und den Kindern. Und wenn ich selber nicht genau weiß, wie es mir geht, sagt es mir auch das. Und es kann auch noch die Uhr anzeigen. Wäre das nicht klasse, so etwas im industriellen Umfeld auch zu haben? Das wären andere Nachrichten, zum Beispiel mein Material geht leer oder öl mich oder meine Vibration ist zu hoch oder einfach nur warte mich. Und genau das ist unser SAMS, unser Smart Automation and Monitoring System. Es verbindet Intelligenz in Produkte, die Smartwatch der industriellen Automatisierung in Form eines optischen oder eines induktiven Sensors. Der kleine Kerl hier zum Beispiel, der kann auch logische Verknüpfungen. Er kann Statistiken. Sie glauben mir nicht? Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, wir beweisen es Ihnen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Delfs. Als nächstes Theo Saville von Cloud & Sea aus Great Britain. Kommt aus dem Hinterhalt. Oh, this is perfect. Okay. Hello everybody. Hallo, also mein Name ist Theo Saville, Mitbegründer und CEO von Cloud & Sea. Fortschrittliche Präzisionsfertigung ist etwas, das immer wichtiger wird in der Welt. Also mehr als eine Trilliarde Euro werden hier jedes Jahr ausgegeben für Teile dieser Art, um diese herzustellen. Aber ohne Maschinenbau gäbe es keine andere Industrie, also kein Verbraucherelektronik, keine Luftfahrtindustrie, also Maschinen, die diese Teile herstellen, müssen wir manuell programmieren. Und das dauert häufig Jahre oder Jahrzehnte lange Expertise, um dies zu schaffen. Aber mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer, die solche Teile herstellen, werden in den nächsten 10 Jahren in Rente gehen. Und gleichzeitig steigt der Bedarf an diesen Teilen wird sich mehr als verdoppeln. Also das heißt, wir brauchen eine neue Erfahrung. Was wir bei Cloud & Sea gebaut haben, ist die Lösung für dieses Problem. Das heißt, also wir automatisieren die Programmierung von CNC-Maschinen und wir reduzieren die Zeit für diese Programmierung um 80%. Das heißt, man kann 5-mal effektiver werden, wenn die Maschinen automatisch programmiert werden. Das heißt, man kann die Mitarbeiter schneller schulen und man kann auch hier wirklich, wenn man so ein Teil haben möchte, dann dauert es normalerweise 8 bis 10 Wochen und das ist wirklich irre für mich als Ingenieur. Was wir heute vorstellen, ist, dass CamAssist auch tatsächlich als Download möglich ist und als Download verfügbar ist. Und wir glauben, dass das wirklich ein Paradigmenwechsel ist für die gesamte Industrie. Besuchen Sie uns an unserem Stand bei der EMO. Such good timing. Thank you very much. Irene Bader, please, from DMG Mori. Okay, why we are so fascinated. Also warum sind wir so fasziniert von Cities? Cities, dabei geht es um urbane Plätze, dabei geht es, wo es um Kommunikation geht, um Austausch. Cities steht für dynamisches städtisches Leben, Architektur, Infrastruktur, Design und auch Technologie. Und deswegen möchten wir Sie einladen, DMG Mori City zu besuchen in der Halle 2 im September. Die Heimat der digitalen Technologie. Unser Thema wird Manufacturing Excellence sein und es geht auch um die Maschinentransformation. Und da werden wir Ihnen zeigen, was wir da in der Pipeline haben in Sachen Innovation und Technologie. Wir haben dann einen Broadway, wo wir unsere neuen Technologien vorstellen, unsere Produkte, digitale Informationen und Automatisierungsprozesse. Und im Stadtzentrum werden wir auch den Maschinentransformationsplatz vorstellen. Da stellen wir unsere neueste Technologie vor, unsere Weltpremieren, Green Transformation, nachhaltige Lösungen für die Produktion und gleichzeitig werden wir hier auch
wird es auch der Ort sein, wo die Zukunft der Produktion greifbar wird. Ich möchte Sie zur DMG Mori Stadt in der Halle 2 anhalten. Da haben wir über 9000 Quadratmeter zur Verfügung, wo wir Ihnen die neuesten Technologien vorstellen. Und wir sind wirklich fasziniert von Städten und Sie werden auch fasziniert sein von unserer DMG Mori City in Halle 2 bei der EMO im September. Das verspreche ich Ihnen. Vielen Dank. DN Solutions, South Korea and Germany, please, Jaewon Yang. Hallo, ich freue mich sehr, DN Solutions vorstellen zu können. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir gute Lösungshersteller. DNC Solutions erweitert die Produktpalette und wurde Hersteller von integrierten, innovativen Technologien zur Produktion. Dieses Jahr auf der EMO zeigen wir einige Lösungen für flexible Automation, Digitalisierung und auch neue Konzepte. Wir können ganz viele Lösungen bieten. Pallet Handling beispielsweise, Palette- und Drehbearbeitungszentren. Wir haben sehr viel Erfahrung. Wir können die Maschine auch ölen, während sie produziert. Wir haben also quasi Multitasking-Maschinen, die optimiert laufen und für alle Anwendungen flexibel genutzt werden. Wir zeigen unsere Entwicklung und bieten hochentwickelte Produktionstechnologien und Lösungen. Wir laden Sie herzlich ein zu DN Solutions, um Ihr Unternehmen für die Zukunft ausbauen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes freuen wir uns auf Christian Bölling von der AET Manufacturing France. Herzlichen Dank. Wir sind aus Frankreich, aber ich bin aus Deutschland. AET Manufacturing verbindet die einzelnen Punkte für Innovation. Wir sind eine einzigartige Gesellschaft, die verschiedene europäische Stakeholder zusammenbringt, um ein Innovationsökosystem zu schaffen. In unserem Ökosystem sind Start-ups, Universitäten, Forschungsinstitutionen alle eingebunden und wir entwickeln Kreislaufwirtschaft, KI, Datenräume und so weiter und so fort. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie wir das machen. Wir haben ein Innovationsprogramm und unterstützen die Entwicklung von Industrieprototypen hin bis zum marktreifen Produkt. Also es ist nicht nur Forschung. Wir haben ein Team, das Start-ups mit großen Unternehmen zusammenbringt, um Lösungen zu entwickeln für tolle Lösungen, die alles schaffen. Und wir haben auch Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten für die Produktionsarbeiter. AET Manufacturing ist auch in 5 großen Datenprojekten beteiligt. Und wir wollen, dass die Unternehmen einen sicheren Datenaustausch haben und ihre Daten optimal nutzen können. Zusammen mit unserer ganzen Community sind wir nachhaltig, innovativ und digitalisiert unterwegs in ganz Europa. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bölling. Als nächstes bitte Elisabeth Duguay von Erastel Cutting Tools France. Hello everyone. Hallo zusammen. Wir bei Erastel sind davon überzeugt, dass Innovation zusammen wichtig ist, um grüner zu werden und effizienter zu werden in der Industrie. Wo fängt das denn an? Das fängt schon bei den Materialien an, die wir nutzen. Unsere Materialien sind zu 90% aus Recyclingmaterialien und wir wollen die Ersten sein, die 100% Recyclingmaterial einsetzen. Erastel hat sehr viel Metallrecycling gemacht, seit 50 Jahren weltweit führend bei pulvermetallurgischen Schnellstählen. Wir verkaufen in mehr als 40 Ländern in
verschiedenen Branchen, auch der Energieindustrie und anderen. Und wissen Sie, warum die Kunden Aerasteel auswählen? Weil Aerasteel sehr performant ist, sehr gute Hochleistungsprodukte hat und wir haben auch ein starkes Team an Experten, die Kunden beraten können. In unserer DNA ist die Innovation schon drin als Priorität. Ich bin sehr stolz, dass wir bei der EMO ein neues Produkt vorstellen, das heißt Protag Max. Und BlueTap Max kann man sehr gut schleifen und hat dann bessere auch Handhabung seiner Produkte. Das Team bietet die besten Produkte und geht neue Herausforderungen im Markt an. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Stand Nummer 8 draußen im Flur. Kommen Sie und sprechen Sie uns an. Wonderful. Thank you very much. Als nächster ist Bernd Kornrumpf von FFG Europe and America. Guten Tag. Hello and welcome. Namaste, ni hao. We speak many languages. Wir sprechen viele Sprachen. Die Welt ist unsere Heimat und wir leben jeden Tag Diversität. Wir verbinden amerikanisches Unternehmertum mit deutschem Unternehmertum, mit asiatischer Präzision und italienischer Leidenschaft. Wir haben Schweizer Präzision. Wir sind FFG. Wir bieten sehr viele Produkte und Technologien. Und so sind wir weltweit Lieferer für Maschinenlösungen und schlüsselfertige Lösungen. Unsere Kunden haben alle etwas gemein. Energie- und Ressourceneffizienz stehen ganz oben bei jedem. Und auch Präzision und Qualität der Produktion. Mit dem FFG-Portfolio sind wir sehr kreativ und bieten Mehrwert. Wir sind sehr energieeffizient, um unsere Kunden zu unterstützen, präzise Produkte herzustellen und hochqualitative Lösungen zu bieten. Wir bieten Ihnen wirklich einen Mehrwert. Im September zeigen wir Ihnen, wie unsere Digitalisierung arbeitet, wie wir digitale Zwillinge erstellen und wie wir dann testen und simulieren können, unsere ganze Produktionslinie visuell simulieren können. Besuchen Sie uns in unserem Stand in Halle 12 auf der EMO. Ich lade Sie heute ein, Sie uns auf dieser Reise zu begleiten. Wir haben ein digitales Projekt. Wir können Maschinen abbilden und wir können auch den Aftermarket unterstützen. Wenn sich das interessant für Sie anhört, dann kommen Sie, sprechen Sie mich an. Ich heiße Bernd Kornrumpf und wir sind FFG. Ja, vielen Dank, Herr Kornrumpf. Als nächstes darf ich bitte Thomas Voigt von Flaco GmbH auf die Bühne bitten. Hallo und guten Tag. Ich bin Thomas Voigt, Geschäftsführer, Gesellschafter bei der Flaco GmbH aus Gütersloh. Seit 75 Jahren beschäftigen wir uns mit innovativen Fluidsystemen rund um das Automobil. Wir sind bekannt für unsere Öl- und AdBlue-Systeme in Kraftfahrzeugwerkstätten. Mit AdBlue-Zapfsystemen für Tankstellen sind wir Markt- und Technologieführer in Deutschland. Die Innovationen für die Zukunft entstehen bei uns in der Entwicklungsabteilung. Prototypen werden bei uns vor Ort hergestellt in der mechanischen Fertigung. Wir haben den Bedarf erkannt, ein effizientes Misch- und Dosiersystem für Kühlschmierstoffe zu entwickeln. Bei der Entwicklung standen der wirtschaftliche Nutzen und die gute Einsetzbarkeit beim Kunden im Vordergrund. Die Flaco KSS-Geräte haben ihre Praxistauglichkeit in der Flaco CNC-Fertigung sowie bei der Erprobung bei den Erstkunden gut bewiesen. Wir sind überzeugt, dass mit Flaco Misch- und Dosiersystemen das Kühlschmierstoffhandling in vielen Produktionsbetrieben auf ein vollkommen neues Niveau gehoben werden kann. Dank Akkutechnologie können die Geräte netzunabhängig mobil betrieben werden. Eine moderne Steuerung sorgt für eine gesetzeskonforme automatische Dokumentation der Befüllparameter. Mit Flaco KSS-Geräten wird höchste Präzision beim Mischen erreicht und damit die Qualität und die Lebensdauer des Kühlschmierstoffs deutlich erhöht. Punktgenaue Abschaltung. Okay, danke. Wunderbar. Als nächstes bitte Dr. Manuel Gerst von der Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH aus Deutschland. Hallo an Sie alle.
Heller ist bekannt für horizontale Bearbeitungszentren mit 4 und 5 Achsen. Wir sind Technologiepartner in vielen und praktisch allen Schlüsselbranchen. Heller stellt auf der EMO die neue Generation unserer 5-achsigen Fräsmaschinenbaureihe F vor mit Kopfkinematik. Das Flagship dieser Baureihe, die F6000, feiert auf der EMO ihre Premiere. Was zeichnet die F-Baureihe aus? Sie ist Benchmark in Zerspannungsleistung, in Präzision. Sie ist durch und durch konzipiert für eine flexible Serienfertigung. Stichpunkte sind hier, es geht los, Spendefluss, Layout, Automatisation, digitale Einbindung in die Fertigung. Sie hat eine Top-Ausstattung im Standard und alle Schlüsselkomponenten sind made by Heller. Nicht nur der Tisch, der Kopf, auch die Spindelgetriebeeinheit made by Heller. Zudem bieten wir eine breite Auswahl an Technologien für die Komplettbearbeitung auf dieser Maschinenbaureihe. Mill-Turn natürlich, Schleifen bis hin zu Rührreibschweißen, Power Skiving und so weiter. Kurz gesagt, die neue F-Baureihe, designed for production, und wir heißen Sie herzlich willkommen auf unserem kleinen Stand, vielleicht im Anschluss, um Ihnen die F6000, das Flagship der Baureihe, dort näher zu bringen. Vielen Dank. Stefan Nietzsche, Hainbuch GmbH, Deutschland, bitte. Guten Tag. Der Durchbruch der Firma Hainbuch in der Spanntechnik war vor über 45 Jahren mit der Weiterentwicklung der Spannzange und Erfindung des Spannkopfes. Erst in runder Variante, dann in Sechskant-Variante. Seitdem wissen Sie, immer wenn Sie knifflige Werkstücke spannen müssen, ist die Firma Hainbuch Ihr Ansprechpartner und Experte. Was Sie aber nicht wissen und was wir Ihnen dieses Jahr auf der EMO zeigen möchten, ist, dass wir ein Partner sind, der Ihnen komplett beim Zerspannungsprozess Hilfe anbietet. Bei uns sind es 4 Schlagworte. Es beginnt mit dem Rüsten, es geht über das Spannen bis hin zum Messen des Werkstücks und zum Automatisieren. Ich würde ganz gern beginnen beim Thema Rüsten. Wir haben verschiedene Systeme, die Ihnen helfen, die Spannmittel auf die Maschine, Drehmaschine oder Fräsmaschine manuell oder auch automatisiert mit dem Roboter oder Portal drauf zu rüsten. Anschließend haben wir die unterschiedlichen Spanntechniken, Innenspannung, Außenspannung für Ihr Werkstück. Und auch hier ist es möglich, Messsysteme, Messsensoriken zu integrieren, die es ermöglichen, auf der Maschine inline oder außerhalb in Messstationen zu messen, was aus dem Spannmittel ein ganzes Messmittel macht. So haben Sie die Möglichkeit, mit verschiedenen Werten gegenzusteuern, wenn zum Beispiel das Werkzeug oder das Werkzeug verschleißt. Das Ganze natürlich auf die Maschine zu bringen, benötigt auch Automatisierungskompetenz. Da haben wir unsere Tochterfirma, die Firma Fischer-Bolli Automation, die Ihnen das auch anbieten kann, den Roboter vor die Maschine und die ganze Peripherie als Generalunternehmer oder Systemintegrator. Vielen Dank. Nikolaus Nostadt, bitte, von Hoffmann Mess- und Auswuchtechnik in Deutschland. Ja, hallo. Wir von Hofmann Mess- und Auswuchtechnik bieten ein umfangreiches Produktportfolio von Schwingungsanalyse und Auswuchtgeräten bis hin zu vollautomatisierten Auswucht- und Schleuderanlagen für die Serienproduktion von Elektromotoren oder Lüftern von Wärmepumpen. Mein Tätigkeitsbereich befasst sich mit der Applikation und Weiterentwicklung des aktiven Auswuchtsystems AB9000. Das System ermöglicht es, bei Betriebsdrehzahl die Unwucht zu messen und auszugleichen. Angewendet wird es zum Beispiel in Schleifmaschinen und Schleifspindeln, wo das Auswuchten die Qualität der Bearbeitungsoberfläche verbessert und die Werkzeugstandzeit erhöht. Weitere Anwendungen sind Drehmaschinen, High-Speed-Cutting oder schnelldrehende Rundtische. Auf der EMO dieses Jahr stellen wir als Ergänzungsprodukt das Akustik-Emission-System AE9000 vor. Das bietet Funktionen wie Anschnitterkennung oder Crash-Detektion. Ein besonderer Vorteil für unsere Kunden ist, dass sowohl das aktive Auswuchtssystem als auch der Körperschallsensor in Ringform ausgeführt werden können. Damit bieten wir insbesondere bei Maschinen mit automatischen Spannvorrichtungen komplett neue Möglichkeiten bei der Optimierung des Schleifprozesses.
Gerne können Sie schon heute einen Blick auf unser Produkt werfen. Wir sind da drüben am Stand 13 und haben einen kleinen Demonstrator dabei. Vielen Dank. Als nächstes begrüßen wir bitte Manuel Martinez von HSD SPA aus Italien. So, schönen guten Tag zusammen. Wer oder was ist HSD? HSD ist der führende Hersteller weltweit von Bearbeitungskomponenten für die Werkzeugmaschinenindustrie, speziell Motorspindeln im Bereich Holz, Komposits, Stein, Glas, aber auch Aluminium und mit wachsenden Marktanteilen auch in der Stahlbearbeitung. Was zeigen wir in Hannover? Zum einen 2 neuartige Spindelversionen, die wir dort exklusiv vorstellen, die ES 1020 und ES 1040, speziell für den Stahlbearbeitungsbereich. Und als zweiten Schwerpunkt haben wir uns Predictive Maintenance ausgewählt, sprich die über unsere MyHSD-Plattform, eine IoT-gestützte Plattform, die Möglichkeit unseren Kunden bieten, von einer vorbeugenden Instandhaltung hinüberzuwechseln in eine vorausschauende Instandhaltung, die, und das brauche ich jetzt dem Fachpublikum, glaube ich, nicht erklären, Vorteile bietet, die sich nicht nur monetär niederschlagen, sondern eben auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, weil Analysen möglich sind. Im Vorfeld hatten wir die Redner hier aus der zweiten Reihe, die bereits die Punkte angeschnitten haben. Wir haben über eine intelligente Sensorik, die wir selber entwickelt haben, die Möglichkeit, zusätzliche Daten mitzuverwerten, die eben eine Optimierung des Bearbeitungsprozesses und möglicher Konsequenzen erlauben. Herzlichen Dank. Maria Chen bitte, Joan Lee Machinery Co. Limited aus Taiwan. Maria Chen? Niemand da? Okay, schade. Gut, dann gehen wir über zum nächsten. Lukas Köpsel bitte, MVK Line GmbH Deutschland. Hallo, habe ich jetzt auch die doppelte Zeit? Ich weiß es nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, kann dieses Handstück jeder erkennen, auch in der letzten Reihe? Ist nicht so schlimm, wir sind auch hinten noch im Stand 17 unterwegs. Dieses Handstück ist so groß wie ein Kugelschreiber, ungefähr so laut im Betrieb wie eine Konversation zwischen 2 Menschen, so schwer wie eine große Kugel Eis. Man benötigt kein Öl und keine Druckluft. Das ist ein Handstück von 12 Handstücken bei uns aus dem Sortiment, welche sich alle in unterschiedlichen Oberflächentechniken sich einteilen lassen, wie Fräsen, Schleifen, Polieren oder Entgraten. Dieses Handstück spiegelt auch unsere Arbeit bei MVK-Line wider. Wir haben uns die Aufgabe gesetzt, den Fokus auf die Fertigung, Entwicklung in einem Haus in der Region Hannover auf Mikromotorhandstücke zu setzen. Bei den aktuellen hohen Energiekosten und den Anforderungen, die Umweltemissionen auf ein Minimum zu reduzieren, steigt die Nachfrage bei Mikromotorenhandstücken im Gegensatz zu den aktuell meist eingesetzten Druckluftschleifern enorm. Ich würde Ihnen noch viel mehr erzählen, aber ich glaube, das sprengt dann den Rahmen. Wie gesagt, ich freue mich auf einen gemeinsamen Austausch bei uns auf dem Stand. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dahin. Und jetzt kommen wir ans Ende unserer ersten Pitching-Runde. Ich darf bitte begrüßen auf der Bühne, sozusagen nicht nur eine Person, sondern 2, könnte man sagen. Bitte begrüßen Sie Lukas Chaya von Irgus GmbH Deutschland. Vielen Dank. Ja, wir haben Ihnen heute unseren Rebel mitgebracht, einen Cobot, der nicht nur wunderbar das Mikrofon halten kann, sondern darüber hinaus auch noch ganz, ganz viele andere Aufgaben übernehmen kann, auch in Werkzeugmaschinen.
Das Beste, der Cobot Made in Cologne, kostet in der Vollausstattung gerade mal 5.000 €. Und wir setzen hier fast vollständig auf unsere Hochleistungskunststoffe. Dadurch wiegt der gesamte Arm gerade mal 8 Kilo und ist damit der leichteste seiner Klasse. Um die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe voranzutreiben, haben wir dieses Jahr die Change-Plattform ins Leben gerufen. Darüber lassen sich technische Kunststoffe recyceln und komplett neue Produkte herstellen, wie zum Beispiel unsere Cradle Chain, die weltweit erste Energiekette vollständig aus recyceltem Material. Doch wir denken dieses Jahr das Thema Nachhaltigkeit noch ein Stück weiter. Wir haben mit unserem eigenen Metaverse, dem Egoverse, jetzt eine Plattform geschaffen, wodurch Maschinen in Zukunft komplett in der digitalen Realität entwickelt werden können. Dadurch entfallen teure Planungsfehler und klimabelastende Anreisen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der EMO in Halle 9 an Stand E24 und selbstverständlich auch heute Happy Remolding. Roger Faust von Novatec Consulting GmbH, bitteschön. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Roger Faust und ich arbeite als Consultant bei der Novatec. Ja, Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau stehen vor großen Herausforderungen, müssen Antworten auf Fragen wie Klimawandel, instabile Lieferketten oder Fachkräftemangel finden. Digitalisierung mit allen Ausprägungen wie Industrie 4.0 oder Manufacturing X bieten hier viele Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt, um die Prozesse intelligenter, nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Mit mehr als 300 Mitarbeitern in der Hauptsache Softwareentwickler begleiten wir von der Novatec Digitalisierungsprojekten bei unseren Kunden gesamtheitlich von der Ideenfindung über die Implementierung bis zum Betrieb. Und was wir empfehlen, was wir beraten, das können wir auch umsetzen. Wir verkaufen demnach keine Produkte, sondern entwickeln für und mit unseren Kunden digitale Lösungen. Wichtig dabei ist uns, dass wir die Kunden mit Rat und Tat und technischer Expertise unterstützen und ihnen bei der Umsetzung ihrer Projekte helfen und somit Lösungen auch für den Fachkräftemangel im IT-Bereich bieten. So digitale Bestandteile eines Produktes, haben wir eben gehört, werden immer wichtiger für die Wertschöpfung und mit Trainings und Workshops bieten wir auch Unternehmen die Möglichkeit, eigene Expertise aufzubauen und diese Wertschöpfungspotenziale in Zukunft selbst nutzen zu können. Also Novatec unterstützt damit Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer individuellen Digitalisierungsstrategie. Danke. Vielen Dank, Roger Faust. Als nächstes bitte Eugen Teichrib von Okuma Corporation Japan. Hallo, willkommen. Ich bin Roger Teichmann. Ich bin Leiter des Dokumentations- und Optimationsdepartements von Okuma. Wir entwickeln alle möglichen Lösungen von CNC-Werkzeugmaschinen. Wir haben 125-jähriges Jubiläum und auch 60. Geburtstag der CNC-Steuerung, nämlich den OSP P500. Der OSP 500 hebt die folgenden Bedienmöglichkeiten und den Nachhaltigkeitsgedanken von Okuma auf ein neues Level. Wir haben ein neues Operationskonzept und dadurch können auch Anfänger ganz einfach eine Maschine bedienen und die Maschine auch programmieren. Und so können wir noch schneller werden. Und wir haben bei Okuma eine Hyper-Surface-Funktion und haben so weit kürzere Rüstzeiten. Das Konzept ist sehr sicher. Wir haben auch ein Backup-Konzept, damit die Produktion ununterbrochen fortgeführt werden kann, auch bei Sicherheitsrisiken. Wir haben auch EcoSweep Plus entwickelt. Das ist ein Steuersystem, wo alle Komponenten der Maschine überwacht werden können und ausgewertet werden können. Wir bieten auch neue Maschinen, OSP P500, und wir freuen uns, Sie auf der EMO begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Als nächstes bitte Lennart Riele von Promikron GmbH Germany. Meine Damen und Herren,
Produktion oder Micro-Machine Parts sind oft sehr herausfordernd wegen der großen Toleranzen. Aber was ist denn der größte Faktor bei Toleranzen? Wenn man eben nicht weiß, wo der Tool Failure Point erreicht ist. Der ist kritisch, der Ausfall der Maschine. Und Pro-Micron ist ein Experte für WLAN-Sensoren. Das ist eine Lösung, die den Bruchmoment vorhersagen kann während des Betriebs. Die Daten werden dann synchronisiert in Fusion und dann werden die Daten ausgewertet. Die werden umgewandelt in Wissen mit Algorithmen. Dieser Sensor ist ein WLAN-Sensor, den kann man integrieren in Maschinen und können den in die Spindel quasi einbauen. Und das ist eine Lösung, mit dem man einen Tool Failure Point erkennen kann und den sogar vorhersagen kann bei der Qualitätskontrolle. Vielen Dank. Noch 20 Sekunden. Ich habe hier auch einen Stand. Ich habe auch was mitgebracht. Man kann versuchen, das zu drücken und zu gucken, welche Kraft auf die Schneide einwirkt. Und damit können wir ganz präzise messen. Stay tuned. Vielen Dank, Herr Riele. André Harter, bitte, von Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH. Guten Tag zusammen. Wir hatten heute Morgen ein Wortspiel gehört, Emotionen. Ich habe ein weiteres für Sie, E-Mobilität. Was sind die Eigenschaften von Bearbeitungszentren und Automationslösungen, um zukünftige Herausforderungen zum Beispiel in der Mobilität lösen zu können? Das Motto der EMO dieses Jahr ist Innovate Manufacturing. Innovationen werden bei uns, bei den Technology People von SW, jeden Tag gelebt. Aber was ist eine Innovation? Nehmen wir den Begriff Innovation, dieser stammt aus dem Lateinischen von innovare, Erneuerung, Neuerung. Was sind neue Produkte? Sind es bahnbrechende Produkte, Game Changer, disruptive Technologien? Mir fällt dabei Elon Musk ein, der Visionär, der Treiber im Bereich von der E-Mobilität war, der neue Produkte auf den Markt gebracht hat und vor allem auch einen Trend in den letzten Jahren vorantreibt, und zwar den Trend von Gigacasting. Größere Bauteile, neue Bauteile. Wie können diese Anforderungen gelöst werden? Brauchen wir disruptive neue Produkte? Wir sind der Ansicht, wir brauchen Bearbeitungszentren und Automationslösungen, die flexibel sind, die sich anpassen können, die modular sind, die digitalisiert sind und all diese Smart Manufacturing Solutions erleben Sie live auf der EMO auf unserem Stand. Be smart, be part, seien Sie mit dabei. Vielen Dank. Jürgi Voss, bitte, von der Siemens AG als Nächster. Hello everybody. Hallo zusammen. Es gibt so viele Herausforderungen heute in der Industrie. Reduktion von Treibhausgasen und der Bedarf, produktiver zu sein. Unser Digital Native CNC-Fressmaschine bietet das höchste Potenzial im Betrieb der Maschinen, um sich zu verbessern, ganz besonders die Produktivität zu verbessern. Und das in der Maschine selbst und auch in den digitalen Prozessen. Unser digitales Portfolio treibt Ihre Produktivität an und hilft Ihnen dabei, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir haben sehr viel Erfahrung, wir haben Smart Shop Floor, wir haben smarte virtuelle Maschinen und smarte Maschinen. Ich lade Sie herzlich ein zu Siemens Accelerator. Das ist unsere offene, sichere, digitale Business-Plattform. Das wird die Industrie revolutionieren. Seien Sie Teil davon. Seien Sie Teil eines Ökosystems, mit dem wir gemeinsam eine Zukunft schaffen können. Für uns alle. Kommen Sie zu unserem Stand in Halle 2.
und sehen Sie mit eigenen Augen, wie wir, unsere Kunden und unsere Partner zusammen die Produktivität steigern mit Sinomeric One. Und sehen Sie, wie Siemens Accelerator sich mit Leben fühlt. Finden Sie heraus, wie wir die Entwicklung vorantreiben für ein nachhaltiges Morgen für uns alle. Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgi Voss. Als nächstes darf ich Oliver Krause von Solarluce auf der Bühne begrüßen. Ich bin so frei, ja? Hallo, mein Name ist Oliver Krause, Vertriebsleiter Solarluce Deutschland, und mit der EMO 2023 beginnt für Solarluce eine neue Ära. Ein Solarluce, das noch innovativer, noch mutiger, noch menschlicher und stolz auf seine Wurzeln ist. Die EMO 2023 steht ganz im Zeichen des Pioniergeistes und unseres Versprechens, stets Technologieführer zu sein. Dabei setzen wir auf Innovation, Spezialisierung, Wachstum, Nachhaltigkeit und unser Know-how aus 60 Jahren Branchenerfahrung. Auf der EMO 2023 feiern wir Weltpremiere unserer neuen Performance-Line. Eine Grundkonstruktion, 3 Maschinenkonzepte, unendlich viele Möglichkeiten. Sie vereint höchste Zuverlässigkeit und Präzision mit außergewöhnlicher Flexibilität. Technologieführerschaft ist für uns ein Indikator von unserem Erfolg. In diesem Zusammenhang stellen wir auch eine neue Generation von Fräsköpfen vor. Die Konstruktion wurde weiterentwickelt, die Leistungsfähigkeit der Fräsköpfe wurde gesteigert. Wir erreichen jetzt Antriebsleistungen in mechanischen Fräsköpfen von über 60 Kilowatt und Drehzahlen von über 8000 Umdrehungen. Erweitern haben wir auch unser Programm an 5-Achs-Simultanfräsköpfen. Mit unseren neuen Digital Services von Solarluce beschleunigen wir auch die digitale Transformation unserer Kunden. Wollen Sie mit Solarluce die Zerspannungsleistung vorantreiben? Dann besuchen Sie uns live auf unserem Stand und erleben Sie alle Innovationen. Dankeschön. Danke, Oliver Krause. Bitte Dr. Markus Westermeier von Spanflug Technologies GmbH. Hi, my name is Markus. Hallo, ich bin Markus. Ich bin CEO und Mitgründer von Spanflug Technology. Wir sind eine sehr gute Lösung für CNC-Maschinen. Wir bieten Fertigungsplattformen für Dreh- und Frästeile und das wird leichter und schneller als jemals zuvor. Spanflug Make basiert auf CAD-Zeichnungen und alle Informationen, die Sie brauchen, um Angebote zu erstellen, können Sie automatisch aus den Dokumenten ziehen. Man muss es nicht mehr manuell eingeben. Die Nutzer bekommen dann unser Angebot innerhalb von Sekunden und das wird automatisch berechnet mit dem Spanflug-Algorithmus, der in den letzten Jahren entwickelt wurde mit Hunderttausenden von Teilen. Auf der EMO 2023 werden wir die neue Lösung vorstellen, Spanflug Make, das ein Angebotssystem ist, End-to-End, eine Lösung für alles. Was bedeutet das? Wir unterstützen die Nutzer dabei, Anfragen zu verarbeiten bis zum Rausschicken von fertigen Angeboten an die Kunden. Wir haben verschiedene Features dafür entwickelt. Es ist ganz einfach, sich in Spanflug Make einzuarbeiten und kann aber auch gleichzeitig individuell leicht angepasst werden. Also wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen auf unserem Stand. Der ist da hinten und vielen Dank. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Michael Klocke von Tebis Technische Informationssysteme AG. Good afternoon, ladies Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Was wollen wir, wenn wir in der Produktion tätig sind? Produktive Maschinen, nur grüne Leuchten, keine Wartezeiten, kein Bediener, der erst was auseinanderbauen muss und gucken muss, ob das wirklich passt. Die Digitalisierung und die Automation sind hierfür essentiell wichtig. Das ist die Stärke von Tebis CAD/CAM. Wir haben Software und Dienstleistungen. Wir machen es möglich, dass das Wissen und die Prozesse automatisiert werden und in einer Art Library gespeichert werden. Man kann Daten eingeben und Teile programmieren und das dauert nur Sekunden. Warum muss man das richtig programmieren? Weil wir alles digital
abbinden, jede Produktionskapazität digital abbinden. Die Maschine, die Einspannteile, die Werkzeuge und auch die Daten. Alles wird berücksichtigt von Anfang an. Und dann gibt es einen Verifikationsprozess, einen Probeprozess und dadurch vermeidet man Kollisionen und auch Anpassungen. Und wir garantieren, dass der Nutzer das ganz schnell umsetzen kann, den Prozess und Produktivität, die steigern kann. Ob es einzelne Maschinen sind oder vollautomatisierte Linien, gibt es keine Anpassungsschwierigkeiten mehr. Das ist unsere Vision. Die fängt auch mit Kleinstmengen schon an. Vielen Dank. Danke auch an Herrn Glocke. Als nächstes begrüßen wir Beat Baumgartner von der Triga International Switzerland. Grüezi miteinander. Michi, bitte das Müsli. Okay. Was hat ein Müsli mit einer CNC-Fräsmaschine und mit unserem modularen Spannsystem zu tun? Ich hoffe, ich schaffe das zu erklären, bevor die Zeit abläuft. Aber bevor ich dazu komme, noch kurz zu zwei anderen Ressourcen von der Maschine. Das eine ist der Raum, das andere die Zeit. Es ist halt oftmals so, dass auf einer Maschine der Raum schlecht genutzt wird. Das heißt, ich habe so einen Verfahrweg, nutze aber nur den unteren Bereich, also wie bei einem Hochhaus, wo ich nur 2, 3 Stockwerke vermiete und der Rest unbenutzt bleibt. Das Gleiche bei der Werkzeugmaschine. Man muss den gekauften Raum nutzen. Zeit, Faktor Zeit, auch sehr wichtig. Die Zeit, wo die Spindel dreht, Späne macht, da verdiene ich Geld. Sehr oft, gerade bei Automatisationen, passiert es, dass das Werkzeug wechselt, der Roboter reinigt und die Zeit läuft davon, die Spindel dreht nicht, macht keine Späne. Ich muss jetzt pressieren, ich komme zum Müsli. Müsli, was bedeutet bei uns das Müsli? Unser Symbol für Müsli ist eine Mischung. Wir propagandieren gemischtes Produzieren. Das heißt, gerade bei kleineren Stückzahlen muss ich darauf achten, die Werkstücke gemischt zu produzieren. Also den Raum nutzen und sonst sind wir da hinten, gleich um die Ecke, Tisch 26. Dankeschön. Dann begrüßen wir Michel Fani von der United Grinding Group. Bitte schön. Guten Tag. Die United Grinding Group ist weltweit einer der führenden Hersteller für Schleifmaschinen, Erodiermaschinen, Messmaschinen, Lasermaschinen sowie auch für Werkzeugmaschinen in der additiven Fertigung. Mit unseren Marken, den Mägerle Blom-Jung für das Flach- und Profilschleifen, Studerschaut Microsa für das Rundschleifen, Ewag und Walter für das Werkzeugschleifen, sowie auch IRPD für die additive Fertigung. Mit all diesen Marken und Kompetenzzentren in Amerika und Asien bietet United Grinding ein sehr großes Angebot an Applikationswissen. Auf der EMO werden wir auf 1000 Quadratmeter 16 Maschinen mit verschiedenen Applikationen vorstellen. Sie sehen bei uns einfache Systemlösungen, Standardlösungen bis zu komplexen Systemlösungen mit Ladervorrichtungen. Ein Vorteil ist, oder ein Hauptteil wird auch die Digital Solutions sein, unsere Dienstleistungen im Bereich. Besuchen Sie uns auf der EMO auf dem Stand E34 in Halle 11. Und für Sie, liebe Presseleute, haben wir auch am Dienstagabend einen Presseabend werden wir veranstalten in der Sky Lounge direkt am Messegelände. Und wir würden uns sehr freuen, Sie dort alle zu begrüßen und Ihnen die Neuheiten zu zeigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Michel Fani. Als nächstes kommt Gianluca Barra von der Urma AG, ebenfalls aus der Schweiz. Dankeschön. Guten Tag. Innovation is our tool. Ganz nach diesem Motto entwickeln und fertigen wir seit mehr als 60 Jahren
hochpräzise Werkzeuge zur Bohrungsbearbeitung in der Schweiz. Unsere Kunden profitieren von einem Höchstmaß an Produktivität bei gleichzeitig sehr einfachem Handling. Natürlich gehört auch eine hohe Prozessfähigkeit und tiefe Bearbeitungskosten dazu. Nehmen wir das Beispiel RX Reaming. Das modulare Schnellwechselkopf-Reibsystem zeichnet sich aus durch eine hochpräzise Trennstelle. Und dies macht den Schneidenwechsel extrem einfach und kinderleicht, könnte man sagen. Wir haben auch bei unserer neuesten Entwicklung dieses Konzept verfolgt und sind sehr gespannt, Ihnen exklusiv an der EMO unsere neueste Generation von Plan-Eckfräsern, den Urma MX Diamond, zu präsentieren. Die Bearbeitung von Leichtbauwerkstoffen wie Aluminium und Nicht-Eisenmetalle ist mit dem PKD-bestückten MX Diamond so einfach wie noch nie. Kommen Sie doch vorbei bei uns auf dem Stand und auch an der EMO und überzeugen Sie sich von Schweizer Präzision und innovativen Werkzeuglösungen fürs Bohren, Ausdrehen, Reiben und jetzt neu auch Fräsen. Tobias Schneider gerne jetzt von SMW Autoblock Spannsysteme. Bitte schön. Dankeschön. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Tobias Schneider von SMW Autoblock Spannsysteme in Meckenbeuren. Wireless Technologies. Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten Energie und Signale berührungslos ohne Kabelverbindungen übertragen. Nikola Tesla hatte bereits vor mehr als 100 Jahren die grandiose Idee, Energie der ganzen Welt kabellos zugänglich zu machen. Bei SMW Electronics machen wir diese Vision zur Realität. Unsere innovativen, induktiven Koppelsysteme ermöglichen den verschleißfreien Betrieb von Spannmitteln und Greifsystemen. Hierbei werden Energie und Signale berührungslos über einen Luftspalt von bis zu 10 mm übertragen. Durch die Anwendung dieser zukunftsweisenden Technologie können beispielsweise endlos rotierende Spannfutter oder Greifer betrieben werden. Dies läutet eine neue Ära der Digitalisierung und Automation von Prozessen ein. SMW bietet hierfür ein umfangreiches, komplettes Produktprogramm. Unsere Produkte zur Automation steigern die Effizienz, senken den CO2-Footprint und wirken dem Fachkräftemangel entgegen. Besuchen Sie uns auf der EMO in Hannover in Halle 5 auf dem Stand B6. Unser Team ist hochmotiviert und freut sich auf unseren Austausch mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann jetzt bitte Jürgen Kohler von VKS Germany. Jürgen Kohler, sind Sie da heute? Scheint leider nicht der Fall zu sein. Dann sage ich mal, gehen wir weiter zu Thomas Nagel von den Werkzeugmaschinen Waldrich Coburg GmbH aus Deutschland. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Elevator Pitch von Waldrich Coburg. Wir sind bekannt für unsere Großwerkzeugmaschinen, die auch mal ein Werkstück in der Größe eines Einfamilienhauses bearbeiten können. Gefertigt werden unsere Maschinen ausschließlich am Standort Coburg, made in Germany. Die Taurus war einer der Meilensteine in unserer über 100-jährigen Firmengeschichte. Seit der Einführung der ersten Taurus haben wir verschiedene Varianten vorgestellt. Von der Einführung und Entwicklung der Taurus 25 über die Taurus 30 bis hin zur Taurus 30 Gemini konnten wir unseren Kunden bisher 4 Ausführungen anbieten. Wir heben die Taurus auf ein nächstes Level. Damit unterstützen wir unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer zukünftigen Anforderungen. Mit einer großen Vielfalt an Portalgrößen, Verfahrwegen, Tischvarianten und Ramps bieten wir unseren Kunden eine maßgeschneiderte und einzigartige Kombination aus Flexibilität, Modularität
und höchster Präzision. Passend dazu haben wir unsere Bearbeitungseinheiten um eine umfangreiche Motorspindelwelt erweitert und die Dynamik unserer Maschine deutlich erhöht. Mit unserer nahezu unendlichen Anzahl an Möglichkeiten sprengen wir die Grenzen des Bekannten und schaffen somit ein eigenes Taurus-Universum. Welcome to the Universe. Besuchen Sie uns auf unserem Messestand und erleben Sie das Taurus-Universum hautnah oder sprechen Sie uns bereits heute an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.